Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge auf dem Kanal von Ramfeld Precision Gun Care. Mein Name ist Andi und heute bei uns im Studio eine Mossberg 49 JM Pro zur Verfügung gestellt von Ferkinghoff International. Und ich sage euch eines vorab, die kommt nicht zurück zu euch. 49, keine Ahnung, mir hat keiner gesagt, was es bedeutet. JM, Jerry Miculek und Pro ist selbstredend. Natürlich waren wir im Schießstand mit der Waffe und ich hatte nicht eine Sekunde Spaß dabei. Und das, liebe Zuschauer, war natürlich gelogen. Auf geht's, Pulverbahn. Ja, liebe Zuschauer, was soll ich sagen? Ich habe noch ein leichtes Lächeln auf den Lippen. Mossberg 49 JM Pro. Hat richtig Spaß gemacht auf dem Schießstand, aber jetzt machen wir sie sauber. Was brauchen wir? Wird eine ganz schnelle Nummer. Ramfeld Rope mit der Flex-Tip. Ramfeld Laufreinigungsfilze Kaliber 12. Ein Tuch. Waffenreinigungsöl eures Vertrauens. Ich verzichte heute auf Handschuhe. Ich komme nämlich heute nicht mit dem Öl in Kontakt und darum brauchen wir keine. Ganz schnelle Reinigung direkt am Stand. Kaliber 12 Filze, 2 Stück. Ramfeld Rope mit der Flex-Tip. Sicherungsrändelmutter vorne ab. Erster Filz. Aufstecken und draufdrehen. Zweiter Filz. Stecken und mit der Rändelmutter sichern. Sprühe ich schon das Reinigungsöl auf. Und unmittelbar nach dem Schießen, wenn alles noch warm ist, schnappe ich mir die Flinte, in Schussrichtung das Patronenlager, das Zugsystem einführen und in Schussrichtung. Und jetzt sieht man hier wieder klasse, ich brauche keine Zughilfe. Das wirklich dicke, starre Seil wird sich hier nicht in die Hand einschneiden, das ist nicht dramatisch. Und nach vorne mit Schwung durch. Dann schauen wir mal, was die hinterlassen hat. Seht auch hier sehr schön, wie sich der Filz dreht. Bei der Flinte mache ich noch 2-3 Mal. Liebe Zuschauer, schaut euch das mal an. Da ist ja richtig Schmodder rausgegangen. Mit dem Lappen noch ein bisschen außen abwischen. Und schon haben wir wieder eine wunderschöne, saubere, konservierte 49 JM Pro von Mossberg. Liebe Zuschauer, ihr werdet doch nicht ernsthaft glauben, dass ich dieses Ding nicht auseinanderbaue. Aber sowas von. Ich zerlege die so weit, wie ich die zerlegen kann. Bis in die letzte Ecke will ich hier reingucken. Ich bin total gespannt, wie die innen ausschaut. Und jetzt machen wir es richtig. Dazu brauchen wir natürlich ein paar Dinge mehr. Was brauchen wir noch dazu? Unsere Rope haben wir schon mit der Flex-Tip. Wir haben die Filze. Wir brauchen Werkzeug. Wenn es ganz eng wird, könnt ihr auch eine Messingbürste verwenden. Die hier ist von Niebling, funktioniert super. Patronenlager-Thematik, Wollwischer, 4,0er Stahlwolle. Wie baue ich sie auseinander? Um die Flinte zu zerlegen, muss hier vorne das Röhrenmagazin ab. Einfach abschrauben und Achtung, da ist eine sehr lange Feder drin. Nicht, dass ich hier die komplette Röhre mit der Feder durch die Gegend schießt. So. Die kann aber mal zur Seite. Dann geht sicher der Vorderschaft ab. Der wird nach vorne abgezogen. Und hier haben wir das komplette System. Gasabnahme, Gaspisten, hier unten die Feder für einen Verschluss. Und das Ganze könnt ihr in einem Block abziehen. Öffnen, dann ist sie entriegelt und ihr nehmt hier das komplette System und mit ein bisschen Zug und leichtes Wackeln
kriegt ihr das komplette System ab. Und so sieht's aus. Die JM. Federchen noch mit raus. Und man sieht auch schon, hier ist ein bisschen was passiert. Und das machen wir alles ab. Werkzeug. Mein Multitool, ich bin total verliebt in das Ding. Mit dem Durchschlag hier, so ein Pin. Und jetzt müssen wir diese beiden Pins hier entfernen. Den und den. Dazu machen wir den wieder zu, damit wir hier das komplette Abzugssystem rauskriegen. Damit wir die Pins auch hier rauskriegen, müssen wir die Flinte ein bisschen vom Tisch heben. Das geht eigentlich ganz gut, wenn man sich hier ein Tuch fest zusammenrollt und hier drunter packt. Dann werden die Pins von rechts nach links aus der Flinte geklopft. Und draußen sind sie. Soweit ich das bewerten kann, sind die auch absolut gleich, die Pins. Von der Länge und von der Ausprägung müssen wir nicht aufpassen, dass wir hier irgendwas beim Zusammenbauen verwechseln können. Jetzt kriegen wir die Abzugseinheit. Hier ist sie. Schlagbolzen, kann zur Seite. Und jetzt wollen wir den Verschluss Charging Handle mit etwas Liebe nach außen ziehen. Dann geht der ab. Und jetzt kriegen wir hier das ganze System nach draußen geschoben. Guckt vorne ein bisschen raus, geht jetzt nicht weiter. Ihr müsst hier jetzt den Schlittenfang betätigen und dann geht es nach außen. Hier haben wir auch noch was drauf. So. Kompletter Verschlussblock. Und jetzt brauchen wir Chemie. Und wenn wir Chemie nehmen, nehmen wir Handschuhe. Die offensichtlichen Teile hier. Vertrauens drauf. Ein bisschen einwirken lassen. An dieser Stelle, wenn ich solche Ablagerungen habe, nehme ich gern mal diese 4,0er Stahlwolle. Es geht erheblich schöner ab. Und es dauert nicht sehr lang. Dann mache ich noch mal ein bisschen was vom Reiniger drauf und lasse es jetzt einfach mal gehen. Ich lege das einfach zur Seite und lasse es ein bisschen wirken. Gasabnahme, Gaspisten, hier drin. Könnt ihr einfach nach vorne ausziehen. Und hier ist richtig was geregelt. Ich habe auch schon gesehen, dass Fitzelchen von Schrotbechern, Kunststoffflöckchen, sich hier reingesetzt haben und dann funktioniert gar nichts mehr. Also die hier sind wirklich penibelst sauber zu machen. Wir machen wieder das Öl drauf, Nylonbürste und dann schrubbt ihr bitte diese Ringe sauber, damit diese auch wieder ordentlich den Gasdruck abnehmen und weiterleiten können. Auch hier hinten. Schmale Seite von der Bürste ist hier natürlich super. Die passt nämlich genau hier rein. Einmal Tuch bitte. So. Und das muss sich wieder drehen, dieser Ring. Und das macht er perfekt. Und so sollte die nach der Reinigung wieder aussehen. Wir schauen uns hier nochmal an, ob da was passiert ist. Ich würde mich nämlich sehr freuen, wenn ich das hier auch abkriege. Ganz wird es wahrscheinlich nicht gehen, aber ich hätte es dann doch ganz gern weitestgehend weg. Ich habe hier noch was. Synthetic Safe Cleaner Action Blaster. Jeder kennt das Problem bei Sprühdosen. Wir haben eine Sprühdose, die nicht mehr aussprüht, weil kein Treibmittel mehr drin ist. Aber es ist unten noch Produkt drin. Es ist noch Flüssigkeit, es ist Liquid drin. Liegt in der Regel nicht am Hersteller, sondern in der Regel an uns Anwendern. Also die Dose ist dazu konstruiert, sie aufrecht zu sprühen oder aber, je nach verbautem Ventil, über Kopf zu sprühen. Sie ist nicht dafür geeignet, schräg zu sprühen.
Hintergrund ist folgender. Wir haben in so einer Dose ein Steigrohr. Dieses Steigrohr geht von ganz unten nach ganz oben. Dieses Steigrohr ist in der Regel, nein, es ist immer, länger als dies die Dose ist. Das heißt, das Steigrohr geht oben vom Ventil bis unten in die Dose und wird sich auf einer Seite hier in die Ecke schieben. Wenn wir jetzt die Dose schräg halten und das Steigrohr hier in der Ecke oben ist, dann werden wir Treibmittel ausblasen, ohne Produkt auszublasen. Dumme Sache. Dann passiert nämlich genau das, kein Treibmittel mehr drin, Produkt ist aber in der Dose. Und jetzt gibt es eine coole Sache. Man müsste wissen, an welchem Punkt dieses Steigröhrchen denn ist. Wenn man das wüsste, dann könnte man die Dose immer schräg halten, wenn man weiß, dass das Steigrohr hier unten sitzt. Weiß man hier. Warum? Weil es der Hersteller markiert hat. Echt cool gemacht. Schaut mal. Hier ist ein roter Punkt. Und auf diese rote Markierung dreht ihr bitte den Ventilauslass. Und wenn ihr das so gedreht habt, könnt ihr auch so aussprühen. Denn jetzt ist gewährleistet, dass das Steigrohr genau hier unten mittig sitzt. Das ist also immer Produkt und Treibmittel oben. Produkt unten, Treibmittel oben. Ist das Steigröhrchen hier oben und die Dose ist einigermaßen leer, dann haben wir Treibmittel immer oben, Produkt immer unten, Steigröhrchen oben, haben wir dann das Problem, dass wir Treibmittel aussprühen ohne Produkt. Endeffekt, drittelvolle Dose ohne Treibmittel. Ärgerliche Sache. Aber jetzt schauen wir mal, was das Ding hier kann. Stahlwolle drauf. Funktioniert. Funktioniert tatsächlich und funktioniert gar nicht schlecht. Gefällt mir gut, vor allem die Markierung hier macht Sinn. Glückwunsch, Kollegen von Tetragon. Gasabnahme. Die ist super. Da kommt man halt mit nichts in der Welt vernünftig rein. Ist einfach ein Problem. Und wenn ihr hier schaut, da ist ein Federelement. Und natürlich haben wir Ablagerungen hier drin. Hier bleibt nur Bürste und ein Reiniger, der ein bisschen was kann, um das rauszunehmen. Ich habe nämlich tatsächlich keine Ahnung, bestimmt kann man das hier öffnen, aber mit einem Spezialwerkzeug, ich komme da nicht ran und mit den Fingern drehen lässt sich diese Hülse nicht. Aus diesem Grund lasse ich das bleiben und versuche hier einfach so gut wie möglich mit einer Bürste zu reinigen. Aber Action Blaster und sprühe den hier ein. Und zwar sehr großzügig. Denn da haben wir ordentlich Sift drin. Ich habe keine andere Idee, was man hier machen könnte, um die Feder rauszukriegen, die da drin steckt. Würde ich gern, kriege ich aber nicht hin. Er dunstet auch schön ab, der Reiniger, schaut mal. Bedeutet aber auch, wir müssen einigermaßen nachölen. Was wir aber im Gasabnehmer nicht übertreiben. Definitiv nicht. Ansonsten bindet sich hier der ganze Schmauch, das ganze Carbon und das ist eine nicht sonderlich schöne Sache. Lauf, guckt mal rein hier. Grundsätzlich ist der schon mal sauber. Wenn es richtig stressig wird, richtig viel Schuss drauf sind und Ablagerungen eventuell drauf sind von Schrotbechern oder was auch immer. Möglichkeit, Messingbürste. Geht hier wunderbar. Wir machen die Flex-Tip ab. Ziehen uns eine Messingbürste drauf. Und ziehen die in Schussrichtung durch den Lauf. Wenn ihr das mit dem Putzstock macht, dann macht es bitte so, dass ihr die Messingbürste auf dem Putzstock nicht im Lauf zurückzieht. Es wird wahrscheinlich nichts am Lauf passieren. Messing, Laufstahl, Messing ist zu weich, aber ihr schreddert einfach diese Messingbürste. Die ist einfach kaputt
am Ende des Tages, weil sich die einzelnen feinen Messingfasern einfach umklappen, abbrechen. Geht aber cremig durch. Ich zeige euch jetzt mal was. Ich zeige euch was, ihr könnt es ja nicht anfassen, aber ihr habt einen unglaublich schönen Grip auf dem Seil. Um das zu beweisen, lege ich hier mit Öl drauf. Blöde Ausgangssituation, öliger Kunststoff, blöd anzufassen, sind auch die Handschuhe ölig. Ich weiß gar nicht, ob ich es wickeln muss. Schaut mal. Nee. Greift sich wunderbar. War tatsächlich ein langes Auswahlkriterium, diesen Kunststoff so zu finden, damit auch bei öligen Fingern, bei öligen Händen, öligen Handschuhen sich das Seil einfach noch ziehen und halten lässt. Was gibt es denn für eine Möglichkeit, wenn wir keine Messingbürste haben, sondern nur die Flex-Tip? Schnapp mir einen frischen Filz und auch hier mit dem Beutel, mit den öligen Handschuhen, ihr könnt es außen abwischen, wieder verschließen, es fliegt nichts durch die Gegend. Meine Flex-Tip wieder auf das Seil, 4,0er Stahlwolle. Ihr macht euch hier ein kleines Patch. Okay? Dieses Patch steckt ihr hier, möglichst mittig, auf die Spitze. Ihr macht das kleine Patch, was ihr euch gemacht habt, hier auf die Spitze und setzt einen 12er Filz drauf. Und den zieht ihr jetzt in ganz dünnen Flusen hier über den Filz. Muss dünn drauf liegen. Und so sollte das dann ungefähr aussehen. Damit es leicht zu ziehen geht oder nicht zu extrem schwer, ordentlich Öl drauf. Und jetzt habt ihr eigentlich einen Polierfilz gebaut, der wirklich auch die Kunststoffsachen, die sich ablagern, super rausnimmt. Da dürft ihr jetzt wickeln. Schaut mal. Flupp. Ihr macht da auch nichts kaputt, wenn ihr sowas macht. Es ist viel zu glatt, die Stahlwolle presst sich in den Filz und nimmt nur das weg, was tatsächlich hier übersteht im Lauf. Also Kunststoffablagerungen von Geschossabrieb, was auch immer. Schaut mal, flop. Geht ganz entspannt, ganz geschmeidig, ganz cremig. Und das müsst ihr auch nicht wegwerfen. So, gibt es noch einen Filz mit Öl. Der kriegt noch mal Öl. Sie macht halt auch einen Höllenspaß, muss ich sagen. Na, schaut mal. Und weg. Ab jetzt nur noch saubere, trockene Filze. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Schuss die hatte, als ich sie zum Test bekommen hatte. Von mir hatte sie nicht viel. Aber es geht schön was raus, schaut mal. Ich ziehe so viele Filze durch, bis keiner mehr schmutzig rauskommt. Und dann machen wir weiter. Und man ist immer der Meinung, eine Flinte ist sehr, sehr schnell sauber, einmal eine Reinigungsschnur durchgezogen und alles ist gut. Nein, ist es nicht. Hier liegt der Beweis. Das sind die ersten beiden. Die haben wir aufeinander gesetzt und durchgezogen. Dann haben wir es richtig ernst genommen.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 Filze. Und jetzt würde ich sagen, ist die sauber. Und ich schwöre euch, ich garantiere euch das. Wenn wir nochmal Öl eintragen und das 10 bis 15 Minuten, 20 Minuten wirken lassen oder am nächsten Tag die Flinte aus dem Schrank holen und einen sauberen, trockenen Filz durchziehen, wird er wahrscheinlich wieder so aussehen. Einfach aus dem Grund, weil sich in Flinten wirklich viel ablagert, auch wenn keine Züge und Felder da sind. Und jetzt müssen wir mal drüber nachdenken, was ist denn nun mit Büchsen, mit Zügen und Feldern? Genau dasselbe Spiel, nur viel intensiver. Darum ist eine kalibergenaue Reinigung echter Knüller. Außen sollte man auch ein bisschen konservieren, nehmt da wenig Öl. Wenig Öl bedeutet in dem Fall, ich sprühe das nicht direkt auf den Lauf auf, sondern schaut mal, wenig ist. Schaut mal, seht ihr die Tropfen da drauf? Das ist wenig, das wird reichen für eine Konservierung. So könnt ihr die nämlich auch noch festhalten am Ende des Tages. Und das Ganze wird einfach mit dem Lappen verteilt. Gleichmäßig auf der Oberfläche verteilen, dann ist das Ding nicht glitschig. Und trotzdem habt ihr eine schöne Konservierung drauf. Lauf ist ready, kann zur Seite. Da brauchen wir nichts tun, können wir auch nichts durchziehen. Hier haben wir keine Belastung. Liegt nur hier oben drauf für die Feder. Null Stress. Übrigens, diese Hülse hier, die ist durchdacht gemacht, weil bei den meisten ist diese Ebene hier plan. Das heißt aber beim Einschieben der Patronen, dass man unten gern mehr auf die Kanten rutscht. Der nimmt beim Laden die Patronen wirklich sehr schön auf vorne und zentriert die. Also es gibt da keinen Haken, die gehen wirklich ganz cremig, geschmeidig in das Röhrenmagazin. Lauf ist sauber, Röhre ist sauber. Kunststoffteil ist nichts drauf. Vorderschaft, ja, kann man innen mehr auswischen, wenn man das will, aber Belastung hat der keine, Ablagerungen hat er auch keine. Ich weiß nicht, wie man es nennt, ist aber auch nichts drin. Trotzdem, Läppchen mal durch, Schloss. Hier ist genau nichts drauf, gar nichts. Hier haben wir den Stoßboden, da kann man natürlich ein bisschen was machen. Wenn ihr hier was einsprüht, zu viel vom falschen Öl in den Lauf eingetragen. Und dann steht die vielleicht nach der Jagdsaison für 7, 8, 9, 10 Monate. Dann werdet ihr eventuell ein Problem bekommen. Wenn die Waffe so im Schrank steht und ihr zu viel Öl im Lauf habt, wird es nach unten laufen und hier über den Schlagbolzenauslass eventuell hier rein. Wenn es dann falsches Öl ist, das vielleicht ein bisschen fest oder zähflüssig wird, kriegt der Schlagbolzen ein Problem. Das heißt, der Schlagbolzen wird sich nicht mehr richtig durchdrücken und die Patronen zünden nicht. Oder ihr habt regelmäßig Versager. Also seid hier ein bisschen vorsichtig. Mit Reinigern ist es kein Problem. Hier sowieso nicht, weil wir kein geschlossenes System haben. Stahlwolle. Ich will Stahlwolle. Schaut mal. Na wunderbar. Was jetzt aber wichtig ist, da ist alles runter an Öl. Und hier diese Verschlüsse wollen Öl, brauchen Öl. Eine der wenigen Komponenten, auf die ich tatsächlich Öl aufsprühe, damit die einwandfrei laufen und hier absolut nicht hängen bleiben oder stehen bleiben. Und verteile das lieber mal mit dem Handschuh, mit dem Finger auf die ganzen Komponenten, bevor das alles komplett trieft. Übertrieben ist das auch nichts. Wir haben hier jetzt eine kleine Führung. Was? Dieser Dorn dann hinein. Darauf müsst ihr achten. Es ist aber auch nicht so schwierig. Verschlussblock drauf. Ich stelle mir die Flinte drauf, fixiere hier das Schlagbolzensystem. Führe das von oben nach unten ein und werde jetzt feststellen, dass es hier nicht weitergeht. Klare Sache, hier ist uns wieder
Die Verriegelung im Weg, die müssen wir jetzt drücken. Dazu lege ich die Flinte zur Seite, drücke hier die Verriegelung und kann dann den ganzen Verschluss einschieben. Und hier muss dieser Dorn unten in die Führung. So. Da ist nämlich die Pufferfeder drin und die wollen wir haben. Wenn das drin ist, verbaut ist, hier in der Führung ist, Charging Handle aufstecken und dann kann nichts mehr nach draußen. Ist eh hier verriegelt. Verschluss drin, Abzugsgruppe rein. So wie sie auseinander geht, geht sie wieder zusammen. Von unten in die Flinte einsetzen und von der Gegenseite mit dem Pin sichern. Sie gehen fast von selbst rein. Tun Sie nicht, schlagen das Instrument. Haben wir hier mit einer glatten Seite. Klack. Wunderbar. Verschluss drin, Abzugsgruppe drin, revidieren tut sie, Rest drauf. Kunststoffführung. Klack, Feder. Federnführung, die hier hinten eingreift. Hülse. Das ist immer ein bisschen frickelig, das hier genau auszurichten, aber wir sind ja fein. Lauf in die Gasabnahme, hinten ins System und drin ist er. Wunderbar. Vorderschaft drauf. Und jetzt muss die Feder rein. Es empfiehlt sich hier, das Ganze auf den Boden zu stellen. Die lange Feder ins Röhrenmagazin zu fädeln und jetzt Wendel für Wendel so viel wie möglich hier im Magazin verstauen. Gegenstück einfädeln, zusammenschieben. Und aufdrehen. Eine kleine Komponente haben wir noch. Die Flinte kommt mit Wechselschocks. Werkzeuglos, können von Hand ein- und ausgedreht werden. Da werfen wir noch einen Blick drauf. Kann man nicht schaden, diese Wechselschocks mit zu überprüfen, ob da eventuell Korrosion, Rost dran ist. Da wird es vorne heiß, sehr heiß. Öle können hier verdampfen, verdunsten und irgendwann setzen sich die Gewinde fest. Aus diesem Grund ab und an mal ausdrehen. Vielleicht im Schrank, wenn sie stehen, locker drehen. Dann passiert es nicht. Also ab und an mal raus, Öl drauf, kontrollieren. Sonst ist das Geschrei groß, wenn sie festgerostet sind. Gut. Liebe Zuschauer, Mossberg 49 JM Pro. Klasse Sportgerät, schöne Flinte, führige Flinte. Mir gefällt sie gut, sie ist super verarbeitet. Ihr habt hier noch mit dabei ein Kit, um wirklich in kleinen Stufen die Schaftlänge anzupassen. Vorne ist die Fiberoptik noch in unterschiedlichen Farben tauschbar und Wechselschocks sind mit dabei. Direkt in die Vereinigten Staaten. Liebes Team von Mossberg, lieber Jerry Mitschulek, ihr habt hier eine klasse Flinte gebaut, ich finde die richtig super. Ich werde mir die zu Weihnachten schenken, denke ich. Und jetzt lassen wir es aber gut sein mit der Mossberg 49 JM Pro. Liebe Zuschauer, wenn es euch gefallen hat, liken, teilen, Glocke nicht vergessen, Abo wäre nicht schlecht, dann verpasst ihr nichts. Bis zum nächsten Mal. Euer Andi von Remfeld Precision Gun Care.